Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Beginner's Guide. Wir sind hier stehen geblieben in einem Raum. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir machen müssen. Wir gehen aber mal. Oh, die Tür öffnet sich. Und das sieht ziemlich nice aus. Hoffentlich hat euch die erste Folge gefallen. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und wir gehen jetzt einfach mal hier ein bisschen durch, ne? Und hören nur, was der Typ so sagt. Eine Tür mit einem Schalter. Well, this is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it. Los, versuch es zu lösen. Alles gleich versucht? Hey. Also hier sieht ganz schön dunkel aus. Seht ihr das überhaupt? YouTube, ich muss aber bestimmt heller stellen. Auch hier. Ja. Ich kann wieder zumachen. Ah. Vielleicht. So geht nicht auf. Ah. Hä? Don't forget Okay. that solution, because we're going to see this puzzle again soon. We're Visual, gonna see it a lot. ich glaube, wir werden ihn auch öfter sehen, das ausstellen. Hier sind auf jeden Fall so 3 Punkte, wie wir auch letztes Mal schon gesehen haben. Was hier, das sieht so aus wie so Blindenpunkte, als ob er blind ist. Was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Okay. So that seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve the puzzle, you get to the end. Simple enough. Alright, now I'm going to modify the game again, so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. Boah, das sieht schon ziemlich beeindruckend aus. How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the Stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the Stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Das ist echt krass. Januar 2009. Okay, wir sind wieder hier. Laufen wir wieder. Du verlässt nun. Aha. So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the Stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Okay. März 2009. Okay, das oben geblieben ist noch keiner. Das ist sehr interessant. Also manchmal steige ich nicht so durch. Aber es ist auf jeden Fall ein schöner Walking Simulator. Das gefällt mir. Ich mag sowas. Let's talk about video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. Schön. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. Okay. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. Okay. Dann kann er springen. Gucken, ob wir da runterkommen. Okay, okay. Oh, wow. What? Bitte? Okay.
Ich hoffe, das Spiel ist nicht so laut. Ach, nevermind. Ha, ich kann das ja umstellen. Hoffentlich. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn es euch zu laut ist. Nee. Finde ich jetzt nicht so cool, ehrlich gesagt. Ja, okay. Alles klar. This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. Das ist aber nett. Nein. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Schön. Oh Mann. Der Typ, der gibt sich halt echt Mühe. Und das ist eigentlich schon echt nice. Guck mal, schon wieder die 3 Punkte. Okay. Okay. It's the puzzle again, with the exact same solution as the last time. Okay, das ist gut. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Gucken. Ah, das sieht man wieder. Das ist nur so eine Box, das ist schön. Ich mag sowas. Aber er gibt sich schon mehr Mühe als beim ersten Spiel. Das ist cool. Wir gehen in einer Schiene. Wir werden auf jeden Fall gelenkt von irgendwem. Hören. Sprechen. Hey du! Here, Coda begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Hey du, kommst du von oben? Was ist da oben? Ja, da gab es eine Welt, die ganz weiß war. Ja, da war ein riesiges Gefängnis, in dem ich stundenlang festgehalten wurde. Ja, da schwebten die farbigen Klitze herum. Ich glaube, 2 hört sich am humansten an. Irgendwie. Das ist die Welt da oben? Du warst wirklich dort? Jetzt etwas Wichtiges. Musstest du ein Rätsel mit 2 Türen und Schaltern lösen? Ja, das war das allerletzte, was ich getan habe, bevor ich hier reinkam. Nein, an ein Rätsel erinnere ich mich nicht. Darüber möchte ich nicht mit dir reden. Schließlich kennen wir uns noch gar nicht. Aber die sind eigentlich ganz nett. Ja. Perfekt. Sag uns bitte, wie du es gelöst hast. Verrat uns die Lösung. Sag es uns, wie man auf die andere Seite kommt. Ich weiß nicht mehr, wie ich es gelöst habe. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Ich habe es nicht gelöst. Jemand anderes hat mich durchgelassen. Glaub mir, da hinüber möchtest du nicht gehen. 2. Du hast es nicht gelöst? Du hast also nichts gelernt. Du kannst uns nicht helfen. Aus dem Gefängnis zu entkommen. Dich brauche ich hier nicht. Okay. Ey. Das sieht echt creepy aus. So Blöcken auf dem Kopf ist schön. Schöner Ofen, der knistert. Sehr entspannt. Sehr entspannt. Okay. Wow, okay.
lese jetzt einfach mal nicht vor. Nur das Orange. Nein, wir finden den schwarzen Bereich zwischen den Türen hier viel interessanter. Hast du ihn schon gesehen? Ich lese doch vor. Das macht mir mehr Spaß. Warum sollte mich dieser Bereich zwischen den Türen interessieren? Jetzt, wo du sagst, es fällt mir ein, dass es irgendwie komisch war, als ich da durchkam. Ich erinnere mich nicht mehr an den Bereich zwischen den Türen. Nicht Nummer 1. Es gibt einen Grund. Aber es wird etwas dauern, bis du ihn verstehst. Das ist schon in Ordnung. Du wirst es bald verstehen. Okay. Ja, jetzt, es sieht schon ein bisschen anders aus. Jetzt nur mal ganz kurz, ja. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr dieses Spiel spielt, hier wo wir jetzt gerade drin sind, also nicht im Beginners Guide, sondern vom Coder, dann müsstet ihr erstmal eine Stunde im Gefängnis chillen, vorher rausgelassen werden und dann kommen so welche Dialoge. And so we make one last descent down to the final floor of the level. Krass. So, aber was uns da draußen erwartet, das seht ihr in der nächsten Folge von der Beginners Guide. Hoffentlich hat es euch gefallen. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.